Benedikt Kauertz ist Fachbereichsleiter für das Thema Verpackungen beim Heidelberger IFOY-Institut. Damit ist er auch verantwortlich für die Erstellung von Ökobilanzen für Verpackungen. Aber was wird in Ökobilanzen eigentlich untersucht? In einer Ökobilanz berechnen und bewerten wir die Entnahmen und/oder Nutzungen natürlicher Ressourcen und die Emissionen von Schadstoffen in die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden über den gesamten Lebensweg eines definierten Produktes. Von der Gewinnung der Rohstoffe über Transportwege bis hin zum Recycling. Die Ergebnisse drücken wir dann in Umweltwirkungspotenzialen aus. Im Fokus der öffentlichen Diskussion steht der Klimawandel, aber es gibt auch viele weitere. In der aktuellen Ökobilanz sehen wir, dass der Getränkekarton in den untersuchten Marktsegmenten Säfte und Nektare sowie Haarmilch und Frischmilch definitiv die Einwegverpackung mit dem günstigsten ökobilanziellen Profil ist. Im direkten Vergleich mit gut funktionierenden Glas-Mehrwegverpackungen sehen wir eine Gleichwertigkeit. Gut funktionierend heißt hier, die Flaschen bleiben lang im Umlauf und werden regional vertrieben, das heißt möglichst kurze Transportwege. Das ist beim VDF-Pool-System für Fruchtsaftflaschen weitgehend der Fall. Auf Milchflaschen trifft es nicht zu, wenn man sich die durchschnittlichen deutschen Verhältnisse anschaut. Hier zeigt der Getränkekarton das günstigste ökobilanzielle Profil aller untersuchten Verpackungen. Aber was ist der Grund dafür, Herr Kauertz, dass der Getränkekarton in Ökobilanzen so gut abschneidet? Der große ökobilanzielle Vorteil des Getränkekartons ist, dass er zu großen Teilen aus Papierfasern aus zertifiziert nachhaltig bewirtschafteten Wäldern besteht. Und Bäume wandeln während ihrer Wachstumsphase CO2 durch Photosynthese in Kohlenstoff um. Diese Umweltleistung des Waldes rechnen wir dem Produktsystem Getränkekarton als Gutschrift für das am Ende in der Verpackung gebundene CO2 an. Dazu kommt, dass die gesamte Prozesskette vom Baum bis zum fertigen Papier für den Karton, also dem Board, in Nordeuropa im Rahmen einer stark integrierten Produktion erfolgt. Das heißt, die benötigte Energie wird mehrheitlich direkt vor Ort produziert. Reststoffe der Holz- und Papierverarbeitung werden thermisch für die Strom- und Wärmeproduktion verwertet. Fossile Materialien werden kaum verwendet. Vor allem aus diesen Gründen schneidet der Getränkekarton bei der wichtigsten Umweltwirkungskategorie, dem Klimawandel, so gut ab.